Moin Moin und herzlich willkommen zum TWS. Kürzlich hatte ich ja den Markus Müller in Berlin besucht und was liegt bei einem Hauptstadttrip näher, als sich mit dem Mauerbau zu beschäftigen? Okay, an sich eine ganze Menge, aber als ich bei Modulo am Moritzplatz war und diese Wabenpappen entdeckte, war prompt die Idee zu einem neuen Mauer-Tutorial geboren. Denn ich finde die Struktur dieser Pappwabenplatten extrem interessant. Auch wenn sie natürlich nicht ganz so realistisch ist und nur im Ansatz an Betonwände erinnert, die durch Schalung entstanden sind. Aber ich finde, es ist mal was Neues und eine schöne Abwechslung zu dem klassischen Hartschaumplatte mit Alufolienkugel drüber gerollt Look. Neben Pappwabenplatten und den üblichen Bastelmaterialien wird nur noch etwas Fertigspachtel benötigt. Ich verwende simplen und günstigen Fertigspachtel. Pappwabenplatten sind extrem stabil und man muss schon mächtig Kraft aufwenden, um sie zu biegen. Ich habe mir zwei unterschiedlich dicke Platten gekauft, 1 cm und 2 cm Stärke, jeweils für knapp 10 €. Davon schneide ich mir zunächst ein paar Stücke von 2 cm Tiefe bzw. in der Dicke der geplanten Mauern ab. Dazu ein Tipp: Nehmt ein Metalllineal als Führung und schneidet zunächst nur 1 bis 2 mm tief in die weiße Beschichtung ein, um eine Führung zu erhalten. Der zweite und dritte Schnitt wird dann mit etwas mehr Druck ausgeführt, um aber erst mit dem vierten Schnitt die Platte zu durchtrennen. So und durch den geringen Druck beim Schneiden bleiben die Kanten nämlich schön gerade. Danach werden die Stücke mit Holzleim übereinander zu einer Mauer verklebt. Nach dem Trocknen kommt die Spachtelmasse zum Einsatz, die ganz einfach in die Vertiefung gedrückt wird. Hierbei könnt ihr euch entscheiden, ob ihr wirklich alle Öffnungen schließt oder auch mal auffällige Lücken lasst. Beides hat seinen Reiz, wie ihr gleich sehen werdet. Streicht die Oberflächen dann einigermaßen glatt. Ist alles richtig gut durchgetrocknet, werdet ihr feststellen, dass die Feuchtigkeit aus der Spachtelmasse für einige willkürliche Verformungen gesorgt hat und die zuvor glatt gestrichene Oberfläche hier und da aufgeplatzt ist. Eure Mauern sind nun noch individueller und egal wie viele Mauern ihr bastelt, keine wird wie die andere aussehen. Es folgt ein Grundanstrich mit einem mittleren Grau und danach ein kräftiges Trockenbürsten mit einem Hellgrau. Als nächstes werden ein braun-schwarzer Wash und ein schwarzer Wash angemischt und etwas stärker mit Wasser verdünnt. Tragt den braun-schwarzen Wash dann großflächig auf, um den schwarzen Wash dann punktuell für einen Nass-in-Nass-Verlauf hineinzutupfen. Nach dem Trocknen wird dann nochmal ganz leicht mit dem Hellgrau über die Kanten gebürstet. Und zwar nur von oben nach unten, um auf der Mauer den natürlichen Lichteinfall zu betonen. Und danach wären diese Industriemauern oder Mauerruinen oder postapokalyptische Mauern auch schon spielbereit. Hier seht ihr übrigens, die Pappwabenstücke lassen sich natürlich auch auf Gärung zuschneiden. Viel Spaß beim Nachbasteln und wie immer habe ich euch alle Produktlinks in die Videobeschreibung gepackt. Wir sehen uns dann nächsten Freitag. Bis dann!